Moin, ich zeige euch in diesem Video einmal kurz, wie wir per API beispielsweise, was ja auch eine der regelmäßig genutzten Exporteinstellungen hier ist, einen Bericht durchführen und abrufen können. Ich zeige euch jetzt einfach ein Beispiel. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, ne? Das heißt, ich zeige euch das jetzt einfach einmal kurz, wie wir wirklich einfach einen bestehenden Bericht einmal starten, dass wir Ergebnisse bekommen, die wir dann abrufen möchten. Das heißt, hierfür benutze ich jetzt Postman. Das heißt, es gibt einen entsprechenden Post-Endpunkt, wo ich per ID also die Syntax einfach einmal durchführen kann mit entsprechenden Parametern, die ich gesetzt habe, ne? Das heißt, ich habe hier die ID 153.913. Die findet ihr in den Berichten einfach oben in der URL drin. Das heißt, hier seht ihr die 153.913. Und ihr seht auch, dass ich hier einen entsprechenden Parameter von und bis benutze. Das heißt, per API muss ich diese natürlich genauso pflegen und mitgeben, wenn ich Ergebnisse haben möchte. Das heißt, wenn ich diesen Post-Request sende, erhalte ich quasi als Response, dass das entsprechend geklappt hat, und sehe einfach, okay, diese Query wurde jetzt durchgeführt. Das heißt, ich habe asynchron einfach auf Play sozusagen gedrückt und sehe auch, welche Spalten ich sozusagen zurückbekommen würde. Wichtig, das gibt einem noch nicht die Informationen wieder, die in dem Bericht drin sind. Das müssen wir jetzt separat machen. Das heißt, das sind noch 2 Schritte zu unserem Glück, dass wir die Daten haben. Nämlich, wir müssen auch erstmal einen Export erstellen. Das heißt, wir müssen ja auch in der täglichen Anwendung auf Play drücken, um Ergebnisse zu bekommen, auf Exportieren klicken und dann quasi den Download machen. Und exakt dasselbe machen wir jetzt auch. Das bedeutet, wir gehen in den nächsten Request, das heißt Create Report Export, und greife auch hier wieder auf die ID des Reports quasi zu und muss auch hier wieder die Parameter entsprechend mitgeben. Wenn ich das mache, erhalte ich eine entsprechende ID zurück und die ist sehr, sehr wichtig, weil mit der werden wir jetzt weiterarbeiten, ne? Das heißt, der erste Schritt, den wir gemacht waren, ist einmal die Ergebnisse sozusagen zu starten, also die Query zu starten, Ergebnisse zu bekommen. Was wir jetzt gemacht haben mit dem zweiten API-Call, ist den Export zu triggern und diese 7CF etc. pp., das ist quasi die ID, die ich habe von meinem Export. Also das, wenn ich diese ID abrufe, erhalte ich quasi meinen Link, um meine CSV-Datei, was es jetzt ist, zu downloaden, ne? Beziehungsweise Textformat. Hier ist es ein Textformat. Das kann man natürlich steuern, welches Format man haben möchte. Das heißt, hier im Body kann ich einfach sagen, Exportformat CSV beispielsweise. Dann würde ich es jetzt CSV bekommen. So bekomme ich es jetzt als Textformat. Genau. Die ID habe ich mir entsprechend kopiert. Kann jetzt hier sagen, okay, ich möchte gerne den Export bekommen. Das heißt, ich trage hier meine ID ein, die 7CF, die wir jetzt hatten. Sage einmal Send. Und jetzt bekomme ich eine URL zurück, die ich entsprechend benutzen kann, welche dann meinen Report sozusagen downloadet, ne? Das heißt, wenn ich den jetzt eingebe, würde ich hier, wie ihr seht, direkt meine Liste bekommen. Schauen wir mal, dass ich das kurz öffne, dass ihr es einfach einmal seht. Genau, und hier seht ihr jetzt einfach die Ergebnisse aus meinem Bericht. Im Vergleich öffne ich den Bericht einfach gerne einmal kurz. Und wir sehen, hier ist eine Zeile mit exakt derselben Nummer und denselben Ergebnissen. Und so rufen wir uns das Ganze per API ab. Es gibt natürlich verschiedenste Möglichkeiten noch. Das heißt, hier müsst ihr einfach einmal unsere API-Dokumentation angucken. Hier in dem Bereich Analytics findet ihr das. Hier gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten, ne? Es gibt einmal die Möglichkeit, was ich jetzt gemacht habe, so die Daten zu bekommen. Ihr könnt, wenn ihr schon einen bestehenden Permalink habt, natürlich auch einfach direkt den Permalink abrufen. Das ist meistens natürlich schneller, beziehungsweise spart euch API-Endpunkte, ne? Das heißt, über einen Permalink, den ihr ja hier hinten in den Export-Einstellungen einrichten könnt, kann ich sagen, okay, ich rufe einfach diese URL ab, und das hat einfach zur Folge, der Link wird sowieso einmal am Tag aktualisiert, beziehungsweise die Informationen dahinter, und dann ruft man die einfach ab. So spart man sich einfach ein bisschen Arbeit, muss nicht 3 API-Calls machen, sondern nur einen. Ist die eine Möglichkeit. Man kann aber natürlich auch direkt Reports in Central generieren oder aber auch einfach
eine Query schreiben im API-Request und dann Ergebnisse zu bekommen, ohne dass es überhaupt einen Bericht dazu in Central aktuell gibt. Das heißt, da seid ihr sehr frei, was ihr alles machen könnt. Ich habe euch das jetzt einfach mal für ein Beispiel gezeigt, damit ihr einfach mal seht, wie das grob funktionieren kann. Ich hoffe, das hilft euch schon mal ein bisschen weiter. Und testet das gerne und viel Spaß damit.